Hallo, schönen guten Tag, willkommen bei Pitted Studio TV. Hallo. Wir sind Entwickler und wir müssen heute reden über Burnout. Wir haben keinen Burnout, aber wir sind nah dran, teilweise. Ne? Warum? Aus gegebenen Anlass. Wir waren auf einer Messe, ne? Auf einer Caravan-Messe, und da hat mein Körper mal gesagt, so, pass auf, du machst jetzt mal Pause. War ich öfter mal aufs Klo und dann kriegte ich richtig Kreislauf. Woran liegt das? Woran hat's gelegen, ne? Sei mal gut gegangen. Nee, pass auf, aus gegebenen Anlass. Was war da? Was ist da passiert? Wir sind im Sommerstress, ne? Und der Sommerstress, der geht folgendermaßen. Der fängt an mit dem Urlaub. Das klingt ein bisschen bekloppt, ist aber tatsächlich nicht ganz falsch, denn Urlaub kann ja so oder so sein. Und bei uns ist es so. Ich wollte das immer schon mal sagen. Ja, ach komm, das ist halt, man möchte gerne einen Tapetenwechsel machen, das ist ja auch richtig. Aber Tapetenwechsel heißt nicht unbedingt, dass es erholsam ist. Das heißt, wenn man mit Kind und Kegel irgendwie, mit Sack und Pack irgendwo hin und dann sich da neu orientieren muss und dann ist da Halligalli und dann hat jeder andere Befindlichkeiten und jeden Tag wird irgendwas gemacht, dann ist das zwar interessant, aber nicht erholsam. Nö, dann sitzt du dann abends noch bei Speedy an der Bar, eine Tiki-Bar, und haust dir noch die Cocktails. Also, ne, und dann will man auch nicht, dass es vorbei ist, und dann wird's halt spät und dann liegst du dann wieder und dann morgens wieder, ach, ne, dann rüttelt die Maya an einem so, lass mal in den Pool gehen, so. Dann geht das weiter, ne? Der Tag ist voll, pickepacke voll. Ja, war ein schöner Urlaub, aber zu dem Zeitpunkt waren wir auch noch einigermaßen fit und dann sind wir auch Wacken gefahren. Der war schön, der Urlaub. Das muss man sich nur immer wieder sagen. Der war wirklich schön. Ja, der war schön, ja. Aber das ist halt anstrengend, ne? Eine Woche, wir machen ja jetzt nicht 2 Wochen am Stück oder so, sondern sagen jetzt, okay, machen jetzt mal so ein bisschen was, ne? Weil zu lange irgendwo, da werde ich bekloppt. Ja, es ist auch so, wir haben gar keine Zeit. Ja, wir haben keine Zeit. So, aber nicht, ne? Zum Wacken konnten wir. So, ne? Hm. Ja. Und dann war das so eine Scheiße. Das werden wir demnächst auch nochmal bringen. Irgendwann in den nächsten Wochen machen wir donnerstags mal Wacken. Eine Wacken, ne? Damit ihr das Wacken vom Wacken. Mhm. Also ich sag's euch, ey, das war das, ey, mein Gott. Wir sind da versumpft. Ja. Ne? Wir sind da versumpft und wir haben nach 3 Tagen abgebrochen. Ne? Aber nach 3 Tagen tat mir auch alles weh. Man ist mit den Gummistiefeln so tief eingesackt, dass das Laufen total anstrengend war, weil immer so Flock, bei jedem Schritt. Und das komplette Gelände war so. Meine Schuhe sind dabei draufgegangen und auch noch so einiges andere. Zum Glück haben wir es überlebt, aber das hat auch noch mehr an der Substanz gezerrt. Hat gezerrt, ja. Ja, dann waren wir dann zu Hause, waren dann unverrichteter Dinge, haben dann weiter gearbeitet an der Demo für die Gamescom, weil das war auch immer so wie so ein Schweizer Käse, immer noch dazwischen. Weil ich habe ja dann auch hier gesessen, wie Scotty im Maschinenraum, und habe versucht, irgendwie das Ding zu fixen, weil ich wusste genau, okay, wir müssen jetzt irgendwie ein bisschen mehr machen als letzte Mal, also auf der Fantasy Basel. Mhm. Und da waren noch einige Sachen nicht fertig. Einige Sachen habe ich auch nicht richtig fertig gekriegt, ne? Habe ich dann trotzdem angeboten, nämlich die Game Controller Steuerung. Ja, am Inventar hat's mal gehakt, ich weiß. Und das liegt daran, weil ich das noch nicht richtig aber ich mir gedacht, komm, fertig geworden. Sind wir nicht fertig geworden. Nicht ganz. So, nicht ganz, ne? Mhm. Alles andere, also mit Tastatur und Maus, gab's auch einen miesen Fehler, aber ansonsten war alles eigentlich ganz gut. Es war recht rund, aber dahin zu kommen war wirklich, also da haben wir wirklich bis spät in den Abend noch gesessen und daran rumgewerkelt. Also die Arbeit zwischen die Freizeitbeschäftigung zu quetschen war diesen Sommer wirklich viel. Hat angefangen schon im Mai, also mit der Fantasy Basel und der Roleplayverse. Zu diesem Zeitpunkt hatte ich das Gefühl, 2 Veranstaltungen so dicht hintereinander, auf die man sich auch vorbereiten muss, das haben wir euch berichtet, ist sehr anstrengend, weil zwischendrin das Spiel zu machen ist viel. Viele von euch haben gefragt, wie machen die das denn mit Kindern, mit Haus, mit Arbeit, mit Freizeit? Und die Antwort ist... Ballerburg. Wir haben es diesen Sommer ein bisschen übertrieben.
Das muss man ja ehrlicherweise mal zugeben. Und jetzt sind wir nach der Gamescom, die auch unglaublich anstrengend war. Sie war super schön. Vielen Dank, dass so viele von euch da waren. Wir haben ganz viele tolle Gespräche geführt. Oh ja. Super Feedback angesammelt. Es war ein wirklich tolles Erlebnis. Ich kann sagen, das ist auf jeden Fall eine der besten Gamescoms, die ich je erlebt habe. Ja. Das war eine total schöne Woche. Wir hatten ein Mega-Team. Wir hatten Freunde dabei, die geholfen haben. An euch auch nochmal ganz lieben Dank. Das war richtig geil. Aber wir sind jetzt nach Hause gekommen, haben ausgepackt. Es stehen immer noch die Monitore im Flur. Wir sind fix und fertig seitdem. Und jetzt, wo diese Folge ausgestrahlt wird, ist es wahrscheinlich schon wieder besser. Ja. Denn zum Zeitpunkt der Aufnahme sind wir jetzt kurz nach der Gamescom. Also das hier ist jetzt quasi die zweite Woche nach der Gamescom und hier sind wir uns immer noch am Wunden lecken. Aber wir gehen davon aus, dass jetzt wieder etwas Ruhe einkehrt. Jetzt, wo ihr euch das anschaut, hoffentlich. Ja. Das kann man dazu sagen. Wenn man das merkt, ja, damit es gar nicht erst dazu kommt, dass man wirklich aus der Latschen kippt oder am Ende ist, muss man natürlich auch ein Stück weit auf die Signale achten. Burnout hatten wir auch in der Vergangenheit schon mit zu tun, hatte ich schon mit zu tun, als ich gar nicht in dem Bereich der Computerspieleentwicklung gearbeitet habe. Viele wissen, dass ich vorher also Sozialarbeiterin war. Und das ist auch echt ein harter Job. Also Chapeau an alle Sozialarbeiter und Sozialarbeiterinnen da draußen. Das ist teilweise sehr undankbar und wenn man dann überladen wird mit Aufgaben und die gar nicht mehr schaffen kann, dann kann es auch sehr schnell zu seinem Zustand kommen. Das ist meine erste Begegnung damit gewesen. Und ja, dann heißt es irgendwie, wenn man das Gefühl hat, man arbeitet und arbeitet, kommt eigentlich nicht hinterher, fängt an zwischendurch zu prokrastinieren, irgendwie, was weiß ich, Handy scroll oder irgendwie kann nachts nämlich nicht mehr richtig schlafen oder man hat das Gefühl, man darf nicht mehr aufhören zu arbeiten, weil man unentbehrlich ist, dann sind das Signale, die Hinweise auf Burnout sein können und dann achtet bitte auf euch. Ja, wir müssen ja auch unseren Scheiß fertig kriegen, sage ich dann immer, ne? Mhm. Aber unseren Scheiß fertig kriegen wir trotzdem nicht, wenn wir dann für Wochen ausfallen sollten. Richtig. Das ist eigentlich ziemlich blöd. Ne? Genau. Warum macht man sich eigentlich immer so einen Druck? Ne? Kann man ja fragen. Ja. Ne? Das ist halt eine schwierige Geschichte, wenn du nicht hinterher bleibst. Also du kannst natürlich nicht komplett auf deine Freizeit verzichten und sagen, ich arbeite jetzt nur noch, Wochenenden arbeite ich nur noch. Das macht man ja auch nicht. Das macht ja nichts besser. Nee. Also Ausgleich ist schon richtig und wichtig. Allerdings, wenn man dann versucht, irgendwie so einen Mix zu machen und trotzdem anfängt zu schludern und zu viel macht. Was? Dann liegt das oft daran, dass man das Gefühl hat, ich habe keine Zeit, nach hinten rauszuziehen. Ja, und das passiert einem, ja, im Grunde genommen aus existenziellen Gründen häufig, ja, dass man das Gefühl hat, ich darf ja gar nicht länger brauchen für irgendetwas, denn dann geht's an die Existenz. Ja, denn im Grunde genommen muss man am Ende des Tages ja auch wieder Geld verdienen und wenn das nicht funktioniert, dann hat man ganz andere Probleme. Und darum setzt man sich selber so stark unter Druck. Wie viele Stunden am Tag arbeiten wir? 8. Verteilt über den Tag, würde ich sagen. Normalerweise ist das so. Ja, das heißt also, wir machen ja nicht mehr. Wir sitzen ja nicht die ganze Zeit hinterm Rechner. Aber wir sitzen immer mal wieder hinterm Rechner. Ja, das heißt also, wir machen mal wieder was anderes, gehen noch mal zwischendurch mal essen oder machen uns was zu essen oder sind irgendwo mal draußen oder irgendwas, ne? Kindergedöns, Kinder von der Schule abholen, Kinder zum Judo bringen, Kinder, ne? Und dann abends sitzt du dann da und man bemüht sich ja, dass man um 21 Uhr sich dann nicht nochmal dahinter klemmt. Ne? Schafft man nicht. Gelingt einem nicht immer. Nee. Ne? Dann sitzt du dann doch wieder da. Ach komm, eben noch eine Quest, ne? Vor allen Dingen vor so Veranstaltungen. Also was wir gemerkt haben, wir hatten jetzt, und wir haben uns auch total darüber gefreut, so viele Anfragen. Also es gab Presseanfragen, es gab Fragen für Veranstaltungen und man wäre am liebsten, hätte man niemandem Nein gesagt und wäre überall erschienen, wäre überall hingegangen und wir haben den Eindruck, wir machen schon viel und sind schon auf vielen Veranstaltungen. Ja. Aber die anderen gingen einfach nicht mehr. Das heißt, wir haben jetzt gerade über den Herbst, aber auch übers Jahr hinweg sehr viele Veranstaltungen leider schweren Herzens absagen müssen. Ja.
weil wir das einfach sonst nicht schaffen. Ne? Man kann ja nur auf Veranstaltungen sein, aber dann wird nun wirklich nichts fertig. Also es geht nicht. Ne? Deswegen haben wir wirklich versucht, uns daran zu halten, zu sagen, na gut, dann sagen wir eben nochmal ab und dann sagen wir hier auch noch ab und so. Und dann tut einem das weh und man denkt so, da wird man vielleicht nicht nochmal eingeladen, aber es geht ja nicht anders. Ne? Nein. Und dann versuchen wir uns in unseren eigenen Plan zu halten, picken uns selber die Veranstaltung raus, wo wir glauben, okay, das können wir stemmen, das können wir schaffen, packen unsere Freizeit irgendwie dazwischen, weil die muss ja auch sein. Und dann arbeitet man sich den Rest dann zusammen und macht sich einen Plan drumherum. Da gab es auch viele Fragen zum Thema, wie plant ihr eigentlich genau? Wir hatten letzte Wochen mal eine Folge dazu gemacht, die das so ein bisschen anriss. Das war die Folge Consumer Feedback. Wir werden aber demnächst auch nochmal eine Folge zum Thema Planung machen, um euch das mal etwas genauer aufzudröseln, wie man dann wieder Ordnung da reinkriegt. Das ist nämlich dann tatsächlich eine gar nicht so einfache Aufgabe. Und zu Recht gefragt. Gibt es sowas wie positiven Stress? Boah! Also... Das ist immer eine Frage, die dann immer gerne kommt von jemandem, der keine Pause machen möchte. Nee, aber das ist jetzt super, weil ich bin jetzt gerade im positiven Stress. Stör mich jetzt nicht, weil ich bin jetzt voll am Brennen. Mhm. Ja, du bist voll am Brennen. Ganz genau. Ne? Nicht machen. Okay. Zeiten einteilen. Ja. Aufhören. Mhm. Ne? Muss ich mir selber sagen. Muss man sich immer wieder sagen, weil sonst, ja, ich renne selber in so eine Scheiße rein, ne? Das ist nicht gut. So, ne? Wir brennen momentan wirklich sehr, sehr lichterloh und die Gamescom, die war jetzt so ein richtiges Highlight, ne? Und jetzt müssen wir wieder in den Maschinenraum, Sachen erledigen, müssen das Spiel fertig machen und so, weil das wartet auf uns jetzt, ne? Die ganze Arbeit. Und die geht ja nicht weg. Uns fehlt irgendwie ein Monat, ne? So gefühlt. Das ist echt... Und man versucht den dann irgendwie da so reinzuquetschen. Vergiss es, das kriegst du nicht reingequetscht. Mach dein Ding, mach das vernünftig. Einholen tust du dich nicht mehr. Du kannst nur cutten, dann. Ne? Kannst du sagen, okay, mach weniger. Oder sei mit weniger zufrieden, was dasselbe ist. Ne? Weil je länger man an so einer Sache rumwurstelt und so, macht man es ja immer besser. Bis man so einen gewissen Sättigungsgrad hat. Irgendwann wird's nicht mehr besser, nur noch so Pixel, ne? Aber, dass man ist hier und sagt so, wenn ich jetzt noch eine halbe Woche dran sitze, dann wird das richtig geil, so. Wenn's funktioniert, lass es mal. Mach mal weiter. Und, mach mal erstmal fertig und dann guck mal, wo sind dann so die Sachen, die du tatsächlich noch machen musst. Ne? Das ist auch das Schlimme daran. Man kann jeden Bereich und alles, was man macht, immer besser machen. Ja. Es gibt immer eine bessere Variante davon. Das ist mir letztens aufgefallen, in diesem Kontext irgendwie, dass der Anspruch ja mit allem, was du hast, immer auch ein bisschen wächst irgendwie. Ja, okay, das sieht schon hübsch aus, aber wenn man jetzt noch das und das machen würde, dann wäre es noch ein bisschen hübscher. Oder, ja, das funktioniert schon ganz okay, aber wenn man es jetzt noch runder machen würde, dann hätte man irgendwie, und das funktioniert mit allem, mit jedem einzelnen Feature, mit allem, was man hat, kann man es immer besser machen. Vor allen Dingen, wenn wir jetzt klein anfangen. Und da muss man sich selber einfach vor sich selbst schützen und zu sagen, ja, wäre ja so geil, aber ja, man kann da auch 4 oder 5 Jahre dran sitzen und dann lohnt es sich auf gar keinen Fall mehr finanziell und man ist dann völlig ausgebrannt. Also muss man sich quasi einnorden und einen Plan machen, von denen sagen, was ist denn wichtig, was macht ein Spiel draus, was macht Spaß, was ist das, was die Sachen sind, wo wir wirklich unsere Stärken haben, spielen wir die dann auch aus. Und das kommt auf jeden Fall in den Milestone-Plan. Und die anderen Sachen sind nice to have. Von denen machen wir später vielleicht noch ein paar rein. Oder vielleicht kann man das ein oder andere noch rein patchen am Ende des Tages. Aber mehr ist da auch nicht zu schaffen. Wir haben eine Trophy-Box. Wir fangen mal mit dem Wichtigsten an. Kohle. Kohle scheffeln. Ja, Kohle. Wir haben ganz viel Kohle. Die ist natürlich überhaupt nicht echt, ne? Nein, die färbt auch nicht. Die ist nämlich gedruckt. Die ist gedruckt, ja. Wenn man genau hinguckt, kann man das vielleicht sehen, so, ne? Aber vielleicht auch nicht, ne? Wo man die Klötze, spätestens von unten sieht man das schon. Ah ja, ach, ja gut, okay. Da ist ja auch so ein Zeichen drauf oder was, ne? Was auch immer das bedeutet. Stempel, der Druckerstempel. Der Drucker ist hier vorne sieht man auch schön die Layer. So, hier, seht ihr das? Die Dinger, die haben wir auch Dorothee Bär und dem Ministerpräsidenten Hendrik Wüst in die Hand gedrückt.
Wie haben sie das in die Kamera gehalten? Das hat Marco für uns ausgedruckt und Anja. Ja, ganz viel davon haben wir auch verteilt an unserem Stand. Das ist so trivial wie genial, oder? Das ist super. Das ist total klasse. Ja. Vielen Dank dafür. Wir haben eine ganze Kiste voll davon. So, wir sind jetzt reich, wir können das jetzt eintauschen gegen ganz viele coole Sachen. Ja, sehr schön. Vielen Dank. Hast du eine Community-Frage, sag mal? Bestimmt, ja. Die Community-Frage ist: Habt ihr ein Storyboard für Kralon? Ja, klar. Ja. Storyboard kommt, glaube ich, eigentlich aus dem Film, ne? Wo man so ein Board hat, wo dann einzelne Bildchen drauf sind, so. Ja, man braucht ja keine Bildchen malen, aber Storyline und Story History und Background und Overview und Main Story, Detailed Story, das sind alles unterschiedliche Dokumente, die alle dasselbe beschreiben aus unterschiedlichen Perspektiven. Hört sich beknackt an, ist aber so. Wenn du jemanden hast, wie zum Beispiel einen Publisher, du möchtest jemandem erklären, was in der Story abgeht, dann gibst du ihm ein Overview. Das gehört dann auch mit bespickt mit den ganzen Features und so weiter. Wenn du an der Story arbeitest und du willst jetzt wissen, was hat Feral denn jetzt im Kapitel 2 zu dir gesagt und soll ich da an der Stelle jetzt die Quest closen oder soll ich das machen, wenn ich das Item finde? Da steht dann in einem Detailed Story Design. Da ist alles nochmal komplett drin. Wenn du wissen willst, wann was passiert ist in der Geschichte, ja, wann ist der Sohn von Jax in Elex geboren, wann wurde der 6 Jahre alt, was hat der zu tun mit den Berserkern, wann wurde der, das alles, ja, das ist ein Background, das ist eine Historie, ne, die musst du aufschreiben. Das ist ein eigenes Dokument, ja, diverse Dokumente und die müssen alle zueinander passen. Die dürfen sich nicht widersprechen. Die müssen alle dokumentiert sein. Und wenn du an einem Dokument was änderst und das hat einen Einfluss auf ein anderes, musst du das wissen und musst das mit diskutieren im Team und musst dann und so weiter. Das würde ich als Storyboard bezeichnen, ja, im Sinne dessen, was gefragt wurde. Wir arbeiten aber eigentlich mit dem Wiki. Das ist unser wichtigstes Werkzeug. Das heißt, wir arbeiten nicht mit dem Overview oder mit irgendwelchen Pitches oder sonstigen Kram, sondern die haben wir meistens in der Konzeptphase als Rahmenhandlung. Und solange man die braucht, pflegt man die natürlich dann mit. Aber das wichtigste Werkzeug, mit dem wir eigentlich arbeiten, ist unser Wiki. Denn es ist interaktiv. Da stehen diese ganzen Sachen da aber drin. Also korrekt. Da gibt es eine Overview-Seite und dann gibt es eine Background-Seite. Und die muss immer aktuell sein. Das Schöne an dem Wiki ist nämlich, es lebt und es verweist aufeinander. Das heißt, wenn man zum Beispiel einen Namen reinschreibt ins Wiki wie Feral und das schreibt man auf die Seite, wo die Quests zu finden sind, man klickt auf Feral, dann kommt man auf die Feral-Seite und sieht dort seinen Character View und dann, wenn man auf den Ort klickt, wo man ihn findet, dann findet man etwas über die Location und so weiter. Also das ist ein interaktives Dokument, was uns unglaublich hilft, denn das Spiel ist ja auch interaktiv. Ja, das ist lebendig, Sachen verändern sich ständig und vor allen Dingen, man kann es ja selbst beeinflussen. Also es ist nicht eine lineare Geschichte wie bei einem Film, sondern es ist eine beeinflussbare Geschichte und darum ist das extrem dankbar dafür. So, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und hoffentlich nächste Woche wieder hier, wenn es heißt Pitted Studio TV. Ja. Vielen lieben Dank. Bis dann. Tschüss. Ja, ganz viele Dokumente mit ganz viel Zeugs drin. Die will man am Anfang schreiben. Ja. Und möglichst wenig davon ändern unterwegs. Ja.